Hey und herzlich willkommen zu Miko Health auf Deutsch. Tja, sowohl ich mich auf der englischen Sprache fühle, muss ich leider zugeben, dass Deutsch wahrscheinlich die bessere Option ist, damit ich auch die Zielgruppe vor Ort ansprechen kann und mich somit nicht nur auf Online begrenze. Trotz allem werde ich euch dieses Video mit englischen Untertiteln beschmücken. Worum könnte es denn dann in diesem Video gehen? Ich würde sagen, Akzeptanz ist das ideale Thema. Mit dazu habe ich auch die Vergebung genommen, da ich finde, dass es oft mit der Akzeptanz dahergeht. Eine Sache, die mir als Teenie am schwersten fiel, war zu akzeptieren, wenn ich falsch lag. Noch heute tendiere ich leider ab und zu dazu, weiter zu diskutieren und stur an meiner Idee festzuhalten. Insbesondere, wenn ich sehr emotional involviert bin. So wie mit Miko Health. Deine Einstellung ist also bei Akzeptanz enorm wichtig. Und da wir uns so wunderbar selbst manipulieren können, ist es möglich, Akzeptanz zu erlernen. Mit einigen kleinen Tricks kann man durch Akzeptanz glücklicher durchs Leben gehen. Stellt euch einfach mal einen von diesen Tagen vor, wo alles schief geht. Man wacht morgens auf, macht sich bereit für den Tag, guckt raus, sieht die Sonne und entscheidet sich, ein komplett weißes Outfit anzuziehen. Dann geht man runter in die Küche, macht sich einen Kaffee und sobald man ins Wohnzimmer geht, kommt der Hund einem entgegen und man verschüttet den ganzen Kaffee auf seinem Outfit. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir mit dieser Situation umgehen. Entweder wir rasten komplett aus, rennen dem Hund hinterher, verschwenden dabei wertvolle Zeit, die wir brauchen, um bei der Arbeit rechtzeitig zu erscheinen. Und der Hund ist sowieso komplett verwirrt, weil er keine Ahnung hat, was er gerade falsch gemacht hat. Das heißt, wir machen ihn traurig und unsere Situation wird dadurch auch nicht besser. Die zweite Möglichkeit ist, und wir gehen jetzt in den ganzen Szenarien mal davon aus, dass der Kaffee nicht glühend heiß war. Das heißt, wir müssen uns jetzt gerade mal keine Sorgen machen, ob wir verbrannt sind oder nicht. Es ist einfach nervig, dass der Kaffee auf unserem weißen Hemd und der Hose verschüttet wurde. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir können uns im Kopf sagen, okay, wir können an dieser Situation überhaupt nichts mehr ändern. Also nehmen wir erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Wir atmen ganz tief ein und ganz tief aus und entspannen uns. Ich finde, ein Motto in diesen Situationen ist, was wir nicht verändern können, sollten wir akzeptieren und was wir verändern können, sollten wir versuchen zu ändern. Hier können wir den Kaffeefleck nicht mehr rückgängig machen. Was wir machen können, ist, wir können unsere Einstellung ändern. Wir beruhigen uns, akzeptieren die Situation, streicheln unseren kleinen Liebling, weil er sich wahrscheinlich auch erschreckt hat, zeigen uns und ihm damit, dass alles okay ist, gehen nach oben, ziehen uns um, packen ein Lächeln auf unser Gesicht und gehen weiter unseren Weg. Somit haben wir nicht noch mehr Zeit verschwendet für die Arbeit und der Tag kann weitergehen. Wenn wir jetzt an dieser schlechten Laune festhalten würden, wäre die ganze Anspannung im Körper zu spüren. Wir würden mehr ruckartige und unachtsame Bewegungen machen, was dazu führen könnte, dass noch mehr umgeschüttet wird oder kaputt gemacht wird und das würde uns noch mehr aufregen. Und noch dazu stecken wir unsere ganze Umgebung damit an. Das könnt ihr ganz einfach mal testen. Wenn ihr durch die Straßen lauft mit einem Lächeln im Gesicht, könnt ihr andere damit anstecken. Bei einigen Dingen, die uns passieren, kann es helfen, unseren Blickwinkel zu ändern. Versucht das, was euch passiert, nicht als negativ zu betrachten, sondern als Herausforderung oder versucht eine Lektion daraus zu ziehen. Eine entschlossene Ich-schaff-das-Attitüde ist wesentlich motivierender als eine Mann, mich hat das Leben schon wieder bestraft Laune. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die schwer krank oder behindert sind und trotzdem Dinge erreichen, die sogar für gesunde Menschen fast unmöglich sind. Das schaffen sie aber nur, weil sie positiv an die Sache rangehen. Sie haben ihre jetzige Situation akzeptiert, daraus gelernt und sich mit voller Kraft motiviert, das zu erreichen, was sie erreicht haben. Eine Geschichte, die mir dazu geholfen hat, Dinge leichter zu akzeptieren, ist von einer Frau namens Mary Johnson. Sie hat etwas getan, was für die meisten unmöglich wäre. Sie hat dem Mörder ihres Sohnes vergeben. Der Sohn war 20 Jahre alt und der Mörder 16. Er war Teil einer Gang und in die falsche Gruppe geraten, hat ihren Sohn aber kaltblütig ermordet. 12 Jahre nach der Tat hat sie sich entschieden, ins Gefängnis zu ihm zu fahren. Sie hat sich und ihm die Chance gegeben, sich gegenseitig kennenzulernen. Nach einer Weile ist er aufgestanden und hat sie umarmt. In diesem Moment hat sie gemerkt, dass sie komplette Vergebung für ihn fühlte und als er aus dem Gefängnis rauskam, sind sie nebeneinander eingezogen.
Sie hat ihm gezeigt, was Akzeptanz bewirken kann und was Vergebung für eine Kraft hat. Gemeinsam haben sie die Organisation From Death to Life gegründet, in der sie Angehörigen von Mordopfern helfen, zu akzeptieren und zu vergeben. Natürlich liebt diese Frau ihren Sohn immer noch und vermisst ihn bestimmt auch noch. Aber mit ihrer Vergebung und ihrer Akzeptanz gibt sie dem Mörder eine Chance, ein besseres Leben zu führen. Er hat die Chance bekommen, sich komplett zu verändern und tut jetzt Gutes für die Gesellschaft. Diese Geschichte zeigt auch, dass Akzeptanz und Vergebung eine enorme Stärke ist. Es hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Das heißt, denkt nicht, dass wenn ihr akzeptiert und vergebt, dass ihr schwach seid. Es ist eigentlich das Gegenteil. Was man damit bewirkt, ist, man macht sich selber glücklicher, weil Wut, Trauer und Hass fressen einen nur selber auf. Es schadet überhaupt keinen anderen außer dir selbst. Und sobald du wirklich akzeptierst, was passiert ist, und sobald du vergeben kannst, dir selber oder auch anderen Personen, wirst du freier und glücklicher. Manchmal gibt es Geschichten im Leben, die einen so prägen, dass es einen Wandel in einem selber hervorruft. Das für mich war eine davon. Wenn eine Mutter den Mord ihres Sohnes akzeptieren kann und dem Mörder vergeben kann, dann sollten wir uns daran ein Vorbild nehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr über ein glücklicheres und balanciertes Leben wissen wollt, folgt mir auf Instagram, Facebook oder auf diesem Kanal.